Wir stehen jetzt hier vor dem Ukraine-Haus. Da steht Deciding Your Tomorrow. Also man sieht, dass die Zukunft hier offenbar vorgegeben wird. Und man sieht hier die verschiedenen Spendengelder, Deutschland, Australien, Österreich und Kasachstan, Türkei, Rumänien, Taiwan, Indien. Die schicken da diese Raketen, damit man Menschen umbringen kann. Das läuft Tag und Nacht hier in Davos und offenbar scheint das niemanden zu stören. Es ist wieder mal ein Riesenskandal und es passt jetzt auch zu den Sicherheitsmaßnahmen, die wir hier sehen. Vor diesem Ukraine-Haus, die sind nämlich extrem scharf, die Sicherheitsmaßnahmen, das können wir hier sehen. Und jetzt gehen wir weiter. Und da war Zelensky offenbar gestern, habe ich gehört. Und Zelensky ist natürlich einer der Kriegstreiber und auch noch einmal, um das deutlich zu sagen, Kissinger hat ja gemäß SRF eine Blutspur unter anderem in Chile und in Vietnam hinterlassen, aber letztes Jahr, ein Jahr vor seinem Tod, hat er immerhin gesagt, wir müssen einen Kompromiss finden mit dem Krieg in der Ukraine und da hätte man Tausende von Menschen retten können. Also so viel zum Ukraine-Haus hier in Davos und niemand stört sich an den Raketen, die hier verherrlicht werden. Ein schönes Beispiel von George Orwell 1984 sieht man hier bei diesem Plakat, was Klaus Schwab sagt. Er sagt, dass der Dialog wichtiger ist denn je, um den Benefit für die Menschen und den Planet zu erreichen. Und die Realität ist eben genau umgekehrt. Rebel News hat Burla letztes Jahr interviewt, Philipp Hildebrand ist einfach durchmarschiert, hat keine Antworten auf die Fragen gegeben. Dann war Tedros war da, dann war der Chef von Bill und Melinda Gates Stiftung. Alle die haben auf die Fragen der Journalisten keine Antwort gewusst. Sie laufen einfach weiter und suchen sich ein Versteck so schnell wie möglich, weil sie die Wahrheit nicht ertragen. Und das ist ein typisches Beispiel von Theorie und die Praxis ist genau 180 Grad anders. Frau Baerbock würde sagen 360 Grad anders. Ja, wir stehen hier vor BlackRock. Das ist die größte Finanzmultiplikator auf der Welt. Der CEO von BlackRock ist Larry Fink. Er ist im WEF-Ausschuss. Und die Nummer 2 von BlackRock ist Philipp Hildebrand. Ist das der? Ex-Chef von der Nationalbank. Arbeiten Sie mit der Familie Rothschild zusammen? Haben Sie gute Beziehungen zur Familie Rothschild? Wie wollen Sie Vertrauen aufbauen, wenn Sie nicht mit den alternativen Medien reden, Herr Hildebrand? Ja, die wollen nicht mit einem reden. Ex-Chef Nationalbank. Er war vor 2 Jahren eingeladen beim Großmünster und hat dort so gesagt, wie schlimm das sei, dieser Krieg in der Ukraine. Aber BlackRock verdient einerseits am Krieg wegen den Rüstungseinkäufen und der ganzen Zerstörung, Wiederaufbau und so weiter. Aber es werden auch große Agrofirmen kaufen das fantastische Schwarzerde-Land der Ukraine auf, so wie das Bill Gates in den USA gemacht hat. Und das führt dazu, dass jetzt dieser Krieg eben nicht verloren werden kann, weil sonst sind ja diese Dumpingpreiskäufe, Landgrabbing sagt man dem auch, plötzlich weg. Also die Russen dürfen auf keinen Fall gewinnen, weil sonst sind diese ganzen Gewinne, die man jetzt sich unter den Nagel gerissen hat durch Landkäufe, die zu Dumpingpreisen, weil im Krieg ist ja alles viel billiger, das wäre dann weg. Deshalb darf Russland nicht gewinnen. Herr Hildebrand, Sie sind doch Vize-Vorsitzender bei BlackRock, ne? Wissen Sie, dass Sie sich an Schwerverbrechen beteiligen und die Menschheit unterdrücken und alles privatisieren? Was machen Sie eigentlich mit der ganzen Kohle? Herr Hildebrand, wann setzen Sie sich mal für die Menschheit ein? Und deshalb werden Menschen noch verheizt. Es werden ganz viel zu junge Leute noch in den Krieg geschickt, Krüppel werden in den Krieg geschickt und ältere Menschen, die schon lange in die Pension gehen sollten, die werden zwangs in den Krieg geschickt.
Das wäre alles nicht nötig, wenn man auf den Vorschlag von Kissinger damals gehört hätte im WEF vor einem Jahr. The dividing line should return to the status quo ante. I believe pursuing the war beyond that point would turn it into a war not about the freedom of Henry Kissinger schlägt vor, den Konflikt in der Ukraine einzufrieren, indem entlang der aktuellen Frontlinien im Donbass eine Waffenruhe vereinbart wird. Er betont die Notwendigkeit einer diplomatischen Lösung und spricht sich überraschend für einen möglichen NATO-Beitritt der Ukraine aus. Kissinger fordert zudem Unterstützung der EU und der USA, um eine Eskalation zu vermeiden und eine militärische Auseinandersetzung mit Russland zu verhindern. Dann wären Tausende von Leuten jetzt noch am Leben. Und BlackRock profitiert vom Leiden. Und wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das mit Friedensprojekten Gewinne erzeugen kann. Und deshalb müssen wir weitermachen an einem anderen Wirtschaftssystem, an einem demokratischeren Wirtschaftssystem und einem Zusammenleben mit Respekt. Bitte macht mit euren Talenten, die ihr habt. Herzlichen Dank.